Stell dir vor, die einzige Sache, die du wolltest, war es, geliebt zu werden, doch stattdessen wurdest du gehasst, gebrochen und zur reinen Kampfmaschine geformt. Genau das ist die Geschichte von Michael Kaiser und sie wird dich schockieren. Daher lass ein Abo da, gerne ein Like und gerne einen Kommentar für den Algorithmus. Euer Salty. Doch bevor wir uns damit beschäftigen, müssen wir Kaisers Charakter genauer betrachten, denn er ist einfach verdammt gut geschrieben. Erst im vorletzten Kapitel ist mir wirklich bewusst geworden, wie stark Kaisers Charakterentwicklung ist. Also kehren wir zurück zum Anfang, als Kaiser und Isagi direkt aufeinander trafen. Kaiser, der von Isagis Spielstil im U20-Match beeindruckt war, wollte ihn unbedingt persönlich herausfordern. Isagi glaubte, dass er der Protagonist von Blue Lock sei, doch dann kam Kaiser und zerstörte diese Vorstellung komplett. Er betrat Blue Lock, machte sich über Isagi lustig und nannte ihn einen lächerlichen Clown, der dachte, er sei der Mittelpunkt der Geschichte. Von diesem Moment an beschloss sich Kaiser, Isagi auf jede erdenkliche Weise zu brechen, bis Isagi begann, ihn aus dem tiefsten Herzen zu hassen. Denn was viele nicht wissen, für Kaiser ist ein leichtes Leben, wenn ihn seine Mitspieler hassen. Und genau hier beginnt Kaisers Backstory. Michael Kaiser wurde in einem wohlhabenden Elternhaus geboren. Sein Vater war Theaterdirektor, seine Mutter eine Schauspielerin. Die ersten Jahre verliefen für ihn gut, doch eines Tages verließ seine Mutter die Familie. Von da an lebte Kaiser allein mit seinem Vater. Sein Vater, dessen Herz durch den Verlust seiner Frau gebrochen wurde, verfiel dem Alkohol und der Spielsucht. Am Ende verlor er seinen Job und gab Kaiser die Schuld daran, weil er glaubte, dass er der Grund dafür sei, dass seine Frau ihn verlassen hatte. Sein Vater hasste Kaiser so sehr, dass er den Namen Michael verachtet hatte, da seine Frau ihm diesen Namen gegeben hatte. Deshalb weigerte er sich, ihn bis zum heutigen Tag ein einziges Mal auszusprechen. Und so begann der Horror, den Kaiser durchleben musste. Sei es durch Schläge, die sein Vater bei jeder Gelegenheit einsetzte, wenn Kaiser etwas verbockte, oder durch die Raubzüge, die er begehen musste, um sich und seinen Vater über Wasser zu halten. Doch auch wenn er seine Aufgaben erledigte, wurde er von seinem eigenen Vater geschlagen, und so lebte Kaiser bis zu seinem 12. Geburtstag in alltäglicher Misshandlung. Doch sein 12. Geburtstag war anders. Kaiser, der nie ein Geschenk bekommen hatte, nahm sein gestohlenes Geld und kaufte sich zum ersten Mal etwas für sich selbst. Er lief an einem Fußballshop vorbei und sah einen Ball, der ihn direkt ansprach. Der Fußball, der zu ihm sagte, ich bin dein innerer Seelenfrieden. Kaiser spielte jeden Tag mit diesem Ball, denn es war das Einzige, was ihn glücklich machte. Eines Tages klingelt es an der Tür. Die Polizei steht vor Kaisers Haus, da sie im Verdacht hatte, dass er an einem Raub in der Nachbarschaft beteiligt war. Da einer der Räuber Kaiser kannte und die Polizei anlog, indem er behauptete, Kaiser sei dabei gewesen, wurde er verdächtigt. Als die Beamten fragten, wie er heißt, sagte der Mann, mein Name lautet Michael Kaiser, wodurch sich der Verdacht der Polizei auf ihn richtete. Sein Vater kochte vor Wut, geriet außer sich und ging auf Kaiser los, doch Kaiser hatte schon alles durchgemacht. Sei es, dass sein Vater ihn schlug oder dass seine Mutter ihn kurz nach seiner Geburt im Stich ließ. Er trug ein Unterhemd, auf dem glückliche Familie stand, doch für ihn war das nur eine leere Phrase. Er hatte die Hoffnung auf alles aufgegeben und ließ die Schläge über sich ergehen. Doch als er gerade mit Handschellen abgeführt wurde, sah er, wie sein Vater seinen Fußball mit einem Bierglas zerstören wollte. Das Einzige, was für Kaiser wichtig war, war dieser Fußball, den er liebte. Er konnte es nicht zulassen. In einem Anfall von Rage stürzte er sich auf seinen Vater und die Polizisten, um seinen Fußball zu retten. Am Ende landete er im Gefängnis. Doch dort besuchte ihn niemand Geringeres als Ray Dark, ein Mann, der auf der Welt nach unpolitischen, aber talentierten Spielern suchte. Er stand vor Kaiser, der in Handschellen in seiner Zelle saß und sprach ihn direkt an. Wenn du den Fußball liebst, dann rette ich dich. Also holte Ray Dark ihn aus dem Gefängnis und rettete ihn. Und so kehren wir zurück zu der Gegenwart, wo wir aktuell das Spiel sehen PXG vs Bastard München, und dort sehen wir Kaiser, der sich völlig über Isagi aufregte, da Isagi ihm die Freiheit genommen hatte. Eine Freiheit, die sein Ego voranschreiten ließ. Doch was Isagi tat, war eigentlich das Richtige. Denn Kaiser, der nie die Freiheit hatte, so zu spielen, wie er wollte und mit wem er wollte, hielt es zurück. Etwas, das er erst im Nachhinein durch Isagi verstand. Weswegen er alles loslassen musste. Kaiser, der immer so tat, als würde er jeden hassen, tute dies nicht, weil er es wirklich wollte, sondern weil es für ihn einfacher war, wenn die anderen ihn hassten. Er versteht diese Emotionen nicht, dass andere Menschen ihn mögen oder gut behandeln könnten. Im Gegenteil, er konnte nur die Seite seines Vaters, Hass, Schläge, kein Prozent Liebe, all das erkannte er bis zu diesem Zeitpunkt.
Doch als Kaiser alle seine Emotionen sowie seine gesamte Zeit rückblickte, bemerkte er, dass eigentlich Michael Kaiser nur geliebt werden und frei sein wollte. Mitten im Spiel wurde er wiedergeboren und schoss wohl das beste Tor des Spiels, den Kaiser Magnus Impact. Nicht nur das Tor war heftig, sondern auch die Geste danach, als er auf seinem blau-rosanen Tattoo zeigte, was so viel bedeutete wie „Ich mache das Unmögliche möglich". Und nachdem Kaiser wiedergeboren wurde, bedankte er sich bei Isagi. Denn durch die Freiheit, die ihm Isagi weggenommen hatte, wurde er zu dem Kaiser, den wir heute kennen. Ein völlig neuer Kaiser, der mit anderen Mitspielern spielen kann.